Mein Name ist Gerd König und ich bin ein Geist. In der Welt der Bücher bin ich der bekannteste Unbekannte. Was bedeutet das? Die einfache Antwort ist, ich bin Autor. Ich habe über 50 Bücher geschrieben und insgesamt an Hunderten mitgewirkt. Auch unzählige Kolumnen und Fachartikel in Leitmedien gehen auf mein Konto. Dazu kommen Redetexte, Social-Media-Kampagnen und andere Formen von hochkarätigem Content. Viele dieser Texte, und jetzt kommt der weniger einfache Teil der Antwort, tragen sehr prominente Namen, aber nie meinen eigenen. Ich bin das, was wir in der Buchbranche einen Ghost nennen, besser bekannt unter dem Begriff Ghostwriter. Klingt spannend? Ist es auch. Denn was ich zu erzählen habe, geht über die Buchdeckel hinaus. Es beginnt davor und es endet beim letzten Satz noch lange nicht. Die Kraft von Worten reicht bis in jede Verästelung unseres Lebens hinein. Die Geschichte eines Menschen spiegelt sich in seiner Sprache. Das habe ich aus meiner Arbeit als Autor der Autorin gelernt. All die Jahre habe ich mich im Auftrag von Verlagen und Experten mit den populärsten Themen am Markt beschäftigt. Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation, Erfolg, Wirkung, Gesellschaftstrends, Wirtschaft, Politik und vieles mehr. Irgendwann ist mir klar geworden, das Thema, bei dem alle Fäden zusammenlaufen, ist die Sprache. Und wie die Menschen sie nutzen, die gehört werden. Genau da liegt meine Expertise. Deshalb habe ich beschlossen, es ist an der Zeit, dass ich sie weitergebe. Worte können mehr als Bücher verkaufen. Worte sind das Fundament von allem, was wir tun. Warum also bei den Büchern aufhören? In der Buchbranche bin ich seit über 20 Jahren aktiv. Ich habe in der Presseabteilung eines Verlags begonnen, bin dann ins Lektorat gewechselt und habe eine Zeit lang auch Bücher an Verlage vermittelt. In der bekanntesten Literaturagentur der Welt, in London, bin ich einigen der größten lebenden Autoren begegnet, habe Lizenzen für sie verhandelt und Verträge für sie geschrieben. Salman Rushdie, Al Gore, Madonna und viele andere. Das Handwerk des Publizierens habe ich von den Besten gelernt. Und das Handwerk des Schreibens von den erfolgreichsten. Die wirklich besonderen Momente in meinem Job habe ich aber erlebt, wenn ich Persönlichkeiten ganz nahe gekommen bin. Die muslimische Feministin, die untergetaucht ist und das Manuskript aus einem Internetcafé in Istanbul mit mir bespricht. Der Medienmogul, der auf einem Transatlantikflug sitzend jedes Wort mit mir abwägt, weil er weiß, dass es politisches Gewicht hat. Der Fernsehmoderator, dem im Zweifel jede Silbe im Munde umgedreht wird. Das ehemalige Staatsoberhaupt, das die Welt auch jenseits des Amtes weiter mitgestaltet. Der Fußballmanager, der Weltmeister war und nun Weltmeister macht. All diese Menschen, für die ich geschrieben habe, haben etwas gemeinsam. Sie haben eine Persönlichkeit, die Gehör verdient. Ich helfe ihnen, ihre Worte zu finden. Dass ich eine Reihe von Spiegel-Bestsellern veröffentlicht habe, liegt nahe. Im Laufe des letzten Jahres waren es 4. Meine Projekte haben den 3., den 2. und 2024 auch zum ersten Mal Platz 1 auf der Spiegel-Bestsellerliste erreicht. Uns allen stehen dieselben Worte zur Verfügung und wir alle können sie nutzen, um etwas zu bewegen. Seit das Internet unser Leben neu gestaltet hat, schreiben wir nicht etwa weniger, wir schreiben mehr als je zuvor. Sprachkompetenz ist heute wichtiger als zu irgendeiner anderen Zeit, als Transportmittel unserer Persönlichkeit. Ich unterstütze Menschen dabei, ihre Ideen so zu präsentieren, dass sie einen Impact haben. Und auch so, dass ihre Botschaften mit ihrer Person verknüpft werden. Persönliche Wirkung braucht beides. Die Faszination, die mich schon als Kind in die Welt des geschriebenen Wortes gezogen hat, hat mich noch einmal neu gepackt,
als ich die Welt des gesprochenen Wortes für mich entdeckt habe. Eine neue Form der Wissensvermittlung, die für mich zu einer neuen Herausforderung geworden ist. Seit 2023 helfe ich Menschen und Unternehmen in Vorträgen, Trainings und Seminaren, ihre Persönlichkeit mit ihren Worten Ausdruck zu verleihen. In großen und in kleinen Sälen überall in Deutschland zeige ich meinen Teilnehmenden, wie sie die Methoden hinter den Bestsellern für ihre Zwecke nutzen können, was auch immer sie zu sagen haben. Dafür habe ich den Begriff der Sprachpersönlichkeit geprägt. In meinen Vorträgen und Trainings greife ich auf Erkenntnisse aus der Sprachwissenschaft, den Kulturwissenschaften, der Journalistik und der Psychologie zurück. Doch was ich den Menschen vermittle, ist im Grunde ganz bodenständig. Mit unseren Worten zeigen wir unsere Persönlichkeit, ob wir das wollen oder nicht. Wie wir reden, so leben wir. Wer seine Worte findet, der findet zu sich selbst. Persönlichkeit ist der Schlüssel zur Bestsellerliste und sie ist auch der Schlüssel zu den anderen Zielen, die wir uns im Leben setzen. Die eigene Sprachpersönlichkeit zu durchdringen, zu trainieren und für sich arbeiten zu lassen, ist eine Investition in die Zukunft. Keine andere Fähigkeit lässt sich so unmittelbar in den Alltag integrieren, so praxisnah trainieren und so unkompliziert weiterentwickeln. Unsere Sprache ist unser am meisten genutztes Werkzeug. Auf der Bühne und im Training zeige ich den Menschen, wie man dieses natürliche Werkzeug typgerecht einsetzt. Davon profitieren wir jeden Tag. Denn wer an den Worten arbeitet, der arbeitet immer auch an sich selbst. Sprachpersönlichkeit ist ein Universalskill für mehr Wirkung auf jedem Spielfeld. In meinen B2C-Vorträgen steht zunächst die Frage im Vordergrund, wie man seine Sprachpersönlichkeit entdeckt und was sie ausmacht. Dann zeige ich, wie man sie aus all dem Sprachmüll herausschält, von dem wir heute umgeben sind. Und schließlich zeige ich den Zuhörenden konkrete Werkzeuge, mit denen sie ihre Präsenz sprachlich verstärken können, ob das beruflich ist oder in ihrem privaten Umfeld. Das Leben findet in den Worten statt. Das bedeutet, wie wir Sprache nutzen, hat Einfluss auf unsere Lebensgestaltung. Wir ziehen an, was wir sagen. Denn mit Worten demonstrieren wir anderen Ähnlichkeit oder eben nicht. Höhere Sprachqualität heißt höhere Lebensqualität. Für viele Menschen ist das ein Augenöffner, weil es einleuchtend ist, aber nicht oberflächlich. Meine B2B-Formate übertragen dasselbe Prinzip auf die Markenpersönlichkeit. Sowohl die von Menschen als auch die von Unternehmen. Ich zeige an prominenten Beispielen, wie man seiner Botschaft und seiner Mission Ausdruck verleiht. Ich kann an konkreten Faktoren durchdeklinieren, welche Formulierungen Bestsellerqualität haben und welche nicht. Menschen, die für ihre Marken stehen und sprechen, erfahren in meinen Vorträgen, bei welchen Sprachmustern ihre Kundinnen andocken. Und ich verrate ihnen auch, von welchen Sprachtrends man in der Außenkommunikation lieber die Finger lässt. Menschen und Marken erzählen mit ihren Worten eine Geschichte. Und das ist meine Welt. Warum schreiben wir das nächste Kapitel nicht gemeinsam? Mein Name ist Gerd König und ich bin ein Geist.